Ho, ho, ho! Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge vom Podcast Software Testing. Na, und da gibt's natürlich Geschenke. Aber erstmal hört ihr euch die Folge an. Diesmal bei mir zu Gast meine Co-Autoren Manfred Baumgartner und Martin Klonk, die zusammen mit Christian Mastnack und mir das Buch Agile Testing geschrieben haben, das jetzt in der 3. Auflage verfügbar ist. Christian konnte an der Folge leider nicht teilnehmen, aber mit Martin und Manfred habe ich mich über die Entwicklung von Agile Testing, unseren Blick auf die Softwareentwicklung, auf Tools, Methoden und das ISTQB unterhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und euch allen frohe Weihnachten und bis bald. Hallo Manfred, hallo Martin, schön, dass ihr hier seid. Hallo Richie, freut mich. Ja, es ist ja eine ganz besondere Folge, auch ein bisschen eine Vorweihnachtsfolge in mehreren Maßen. Es gibt nämlich auch ein kleines, mögliches Geschenk in dieser Folge. Wir haben ja zu viert eine 3. Auflage. Ist es die 3.? Ja. Ja, Gott sei Dank. Gut die 3. gerechnet, alle guten Dinge sind 3. Ja, Die von englische Agile zählt nicht. Genau. Die 3. Auflage von Agile Testing, der agile Weg zur Qualität, gerade fertig geschrieben, fertig gezaubert und per 8. Dezember, glaube ich, ging es jetzt auch live in den Handel damit. Und ich habe gesagt, zu viert. Nummer 4 ist leider krankheitsbedingt heute ausgefallen, Christian Mastnack, der jetzt nicht dabei sein kann, aber wir werden das zu dritt jetzt auch schaffen, uns ein bisschen über das Thema und zu unterhalten, über das Buch und warum wir eigentlich unsere Freizeit mit Bücherschreiben verbringen. Ne? Genau. Und Auflage 3, wenn ich mich so richtig erinnere, in der ersten Auflage, Manfred, du warst ja so ein bisschen der Initiator dieses Buchprojekts. Ja. Vielleicht magst du uns mal reinholen, warum eigentlich? Warum ein Buch über agiles Testen? Ja, was war eigentlich sozusagen die Initialzündung dazu? Das war 10 Jahre her, also vor 10 Jahren, glaube ich 2013 oder so, ist die erste Auflage erschienen. Und das heißt, man beginnt ja natürlich dann schon mit dem Gedanken und mit der Arbeit noch ein bisschen früher, vielleicht 2012, 2011. Damals kann man sagen, war es so, dass wir in einigen Projekten und bei einigen Kunden auf einmal gehört haben, so, wir brauchen jetzt keine Tester mehr, weil wir arbeiten jetzt agil. Und da habe ich mich gleich geschreckt, als eingefleischter Tester, aber auch agil denkender Mensch. Und wie gesagt, so kann es ja nicht sein. Woher kommt das? Ja? Und ich habe dann immer vermutet, es muss ein Übersetzungsfehler vom Englischen ins Deutsche sein, weil in den agilen Büchern wird halt immer vom Development-Team geschrieben. Und in Österreich zumindest versteht man unter Developer quasi den klassischen Programmierer. Und nachdem das dann eben nur mehr im Agilen ein Programmiererteam ist, braucht man also keine Tester mehr. Als Gegenreaktion habe ich mir gedacht, jetzt muss ich da eine Lanze quasi für den Test auch in agilen Situationen, in agilen Projekten brechen. Und gesagt, müssen wir so ein Buch agiles Testen, Agile Testing haben wir es dann genannt, schreiben, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass man sehr wohl die Profession Testingenieur in agilen Vorhaben benötigt. Und natürlich hat sich seither in den letzten 10 Jahren vom Mindset her schon wieder vieles geändert. Ja? Also diese damalige Sicht, okay, wir kommen ohne Test eigentlich aus, das passiert alles einfach durch die Entwickler. Ich glaube, davon ist man weg. Es ist auch es ist auch weg von den damals noch sehr individuellen Projekten hin zu eher komplexen, skalierenden Vorhaben. Da hat sich schon einiges getan und eigentlich gewandelt. Daher auch die Notwendigkeit, das Buch ein bisschen zu überarbeiten und vom damaligen Mindset und der initialen Gedanken ein bisschen wegzuentwickeln auf die jetzigen und zukünftigen Herausforderungen im Test in agilen Projekten. Jetzt ist das sind ja jetzt über 10 Jahre, wie du sagst. Und bevor wir vielleicht dazu kommen, auch was hat sich denn jetzt getan? Warum brauchen wir eine 3. Auflage? Martin, du bist doch ja auch sehr stark mit dem ISTQB verbandelt als Präsident des Austrian Testing Boards jetzt und auch sehr aktiv in den Working Groups auch tätig mit dem ISTQB.
wenn du da auf das Thema agiles Testen schaust und sag mal von damals bis heute, wenn wir mal diesen Strang noch aufmachen, was ist denn da so deine Erfahrung? Was hat sich denn da getan? Ja, das Spannende da ist eigentlich, wenn du so mit so Experten auch aus der ganzen Welt zusammen, kann man wirklich sagen, ja, aus der ganzen Welt, ja, von Sri Lanka bis Kanada rauf, dann ist das ganz witzig, dass man sagt, naja, agil ist ja der Standard, ja. Ich glaube, in Japan, Korea, die haben dann gesagt, nö, also agil ist für uns kein Thema, ja. Okay, gut, soll es auch geben, aber witzig war, dass wir gesagt haben, Foundation Level, also wenn du sagst, was muss ein Tester wissen, ja, machen wir nicht mehr die Unterscheidung zwischen agil und nicht agil, weil einfach agil inzwischen ein Oberbegriff ist für viele Good Practices, die sich bewährt haben. Und wir haben dann auch festgestellt, uns fällt langsam schwer zu sagen, das ist eindeutig agil. Und das ist, jo, ich meine, nehmen wir mal DevOps. Ist DevOps jetzt agil? Ja, DevOps hat ja einen unheimlichen Einfluss auch aufs Testen. Also wir haben uns ja auch im Buch dann entschieden, nicht zu sehr auf DevOps einzugehen, weil da gibt es ganz tolle Bücher zu. Und man muss, ja, aber die Connex von Test zu DevOps haben wir schon gut beschrieben. Einfach ein wichtiger Teil, aber ist das jetzt agil oder nicht agil? Und wir haben uns dann entschieden, nö, wir machen einen Lehrplan für alles, was gutes Testen ausmacht. Es gibt gutes und schlechtes Testen. Es gibt nicht mehr agil oder nicht agil. Mhm. Und von daher war es für mich auch spannend, wieder ein Buch zu schreiben, was bewusst sagt, agiles Testen, weil agil eigentlich jetzt im Common Sense angekommen ist und jetzt man so ein bisschen aufpassen muss, wo ist noch das Gute und wo hat sich's einfach nicht bewährt? Also Manfred, du hast ja angesprochen, ja, dieses, hey, wir sind alle ganz tolle Tester, ich bin ein Developer, der von Anfang an agil denkt und nicht nur agil, sondern an Qualität. Okay, ich kenne 2, 3 Leute, Manfred, du vielleicht auch, die wirklich als Lead-Developer diese Qualität haben, aber das ist mehr eine pathologische Qualität, als dass der wirklich methodisch gut vorgeht. Und das hat sich einfach nicht bewährt. Ja? Und manche anderen Dinge, dieses Vier-Augen-Prinzip, da guckt noch einer drauf. Automatisierung hat sich auch komplett verändert. Auch das musste dann mit reinnehmen. Also ich glaube, leider jetzt Christian Masnack ist hier nicht bei uns, da könnte er einiges zu sagen, aber Thema Tool-Unterstützung, da hat sie natürlich viel getan. Wobei die Grundprinzipien, hatte ich so das Gefühl, sind doch sehr ähnlich. Man muss es nur ein bisschen anders mappen. Ja, aber ich glaube, so insgesamt ISTQB finde ich interessant, dass man international auch sagt, es gibt Good und Bad Practices. Ja, und wenn ein Tester was lernen muss, ist es jetzt mal wichtig, er muss natürlich Agiles kennen. Ja, genauso wie er auch Wasserfall kennen muss. Ja, aber nicht mehr so einfach als Background. Aber im Testen haben sich auch aus dem Agilen viele Sachen bewährt, die letztendlich auch in unserem Buch wieder beschrieben werden. Und ich fand es eigentlich ganz nett, dass jetzt Agile Testing eigentlich so der Common Sense geworden ist. Ja? Und ich glaube, Manfred, wir haben ja auch lange überlegt, wie nennen wir das nicht agile. Ja? Das ist jetzt langsam schwierig. Früher war klar, das Normale und dann die agilen Typen da, ja, oder wie auch immer. Ja? Dann traditionell. Jetzt musst du umgekehrt überlegen. Moment. Wasserfall. Ich meine, ich habe ja immer ein Problem gehabt mit diesem Begriff Wasserfall, weil ich bin jetzt, glaube ich, bald 40 Jahre in diesem Business und war gefühlt nie in einem Wasserfallprojekt, sondern es waren immer iterative, wenn man so will, Projekte. Und irgendwie hat sich die agile Bewegung quasi einfach den Wasserfall als Antipode hingestellt, damit den will niemand hinunterfallen, den Wasserfall, und wo man nie mehr zurück hinaufkommt. Es waren eigentlich immer iterative Projekte. Was sich halt natürlich geändert hat im Agilen, ist sozusagen die Geschwindigkeit der Iterationen und die Kürze und der Umfang der einzelnen Iterationen, das schon. Ja. Und was für mich einfach auch jetzt auch für das Buch oder in dem Buch natürlich auch wichtig ist, das war durchaus auch das Selbstverständnis auch des Testingenieurs, ich nenne ihn jetzt mal so, in den Projekten. Ja? Also auch vielleicht wieder zurückblickend auf Erfahrungen von vor 10 Jahren, da habe ich teilweise dann eben auch mit Tester-Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die gesagt, Sie sind im agilen Projekt. Dann habe ich gefragt, ja, und wie geht es euch dann sozusagen mit diesem Sprint-Planning und mit diesem Planning-Poker und was es da so alles gibt? Und dann, da sind sie nicht mit dabei. Das machen
die anderen. Da habe ich gesagt, da stimmt was nicht in dem agilen Team. Aber ist schon sehr Weil wertend. entweder ist man Teil des Teams als sozusagen Test-Developer, wenn man so will, oder eben nicht. Also außen vor, ihr dürft auch noch ein bisschen mitmachen, aber mitreden dürft ihr ja nicht. Also das ging schon auch in den Jahren um die Emanzipation sozusagen des Testingenieurs in diesen Projekten. Es ist schon ein bisschen einfach ein Sinneswandel. Man ist nicht derjenige, der irgendwann am Schluss hinten dran dann nochmal die Kohlen aus dem Feuer holen soll, sondern man gestaltet das Projekt von Anfang an mit, ist voll dabei und gleichwertiges und emanzipiertes Mitglied dieses Entwicklungsteams. Also das ist ein Thema, wie integriert und wie bin ich Teil eigentlich eines agilen Teams. Ja? Da gibt es keine Unterscheidung zwischen den anderen Rollen. Ja? Ein weiterer Aspekt, und das ist, denke ich, auch sehr wichtig in vielen Projekten, ja, die ja nicht nur ihre Closed Shop haben, ja, alles geht irgendwann einmal auch nach außen. Und das ist gerade auch im Test, so sehen wir es bei vielen Kundensituationen, auch die Integration der Fachbereiche in die Testaktivitäten. Also überall dort, wo es dann in die Abnahme von Business-Szenarien geht. Ja, da wollen es in die Epics oder wenn es wirklich darum geht, vielleicht Geschäftsprozesse mit abzuprüfen und das in irgendwelchen Safe Value Chains oder wie auch immer, dann ist es wichtig, auch hier mit der Umwelt des Projekts, das sind Fachbereiche, das können aber auch, was weiß ich, der Betrieb sein, beispielhaft, hier auch mit zu integrieren in diese Aktivitäten, ja, und Tätigkeiten. Also ich denke, auch dieser Aspekt ist ein sehr wichtiger und etwas, was halt bei diesem, was mir da auch immer am Herzen liegt, ist mit Agile Testing, oder wenn man agile Testverfahren mit anwendet, ja, dann heißt es ja nicht, dass alles andere obsolet ist. Das hat mich immer ein bisschen gewundert und geärgert fast schon, ja, dass man auf einmal gesagt hat, das ist agil, da brauche ich das, was ich da im ISTQB gelernt habe, nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt agiler Tester und ich habe keine Ahnung von Äquivalenzklassentest oder Grenzwerttest oder sonst irgendwas, dann mache ich auch was falsch. Ja, weil das sind ja gelebte Praktiken, Techniken und trainierte Techniken, die ich ja genauso in agilen Testvorgehen, wenn man so will, anwenden kann. Ja, wenn ich explorativ etwas teste, dann kann ich genau auch diese Technik und soll sie ja anwenden. Das ist ja nicht nur ein Herumspielen und schauen, was ich schaffe innerhalb eines Sprints, sondern ich hoffe auch im agilen Umfeld ein ingenieurmäßiger Test. Ja. Insofern, und das adressieren wir eben auch in diesem Buch, ja, dass man sagt, okay, das ist alles, das Handwerkszeug, wenn man so will, hat man irgendwann mal, das muss man beibehalten. Ja, und das kann man kreativer vielleicht umsetzen in agilen Szenarien. Ja. Wo natürlich, Entschuldigung, ganz kurz, weniger vielleicht wieder wert ist im Sinne von, wie ausführlich, wie detailliert beschreibe ich jetzt einen Einzeltestfall. Ja, das wird man wahrscheinlich jetzt nicht mehr so tun, wie es vielleicht früher gemacht hat, aber je nach Szenario, wenn ich sage, ich habe dann vielleicht im Parallel irgendwo auch Automatisiere, die das dann umsetzen wollen, was ich hier habe, dann wird man es detailliert beschreiben. Aber es geht sehr auch zum Thema Lean und Lean-Management auch im Test. Also mach nur das, was notwendig ist, um das Ziel bestmöglich zu erreichen. Ja, ja. Jetzt hat Martin, du hast es ja vorher auch so schön gesagt, ne? Es ist Common Sense jetzt, Agilität. Und wir haben jetzt, weiß nicht, dieses Jahr haben ja einige gefeiert, 20 Jahre Agilität, wenn man das so mal so grob aufschlagen will. Ne? Wieso so, warum dieses Jahr eigentlich? Ja, es gab ein paar Termine, die man da heranziehen kann. Ne? Und wir haben 10 Jahre das Buch. Martin, was hat sich denn deiner Meinung nach am agilen Testen in den letzten 10 Jahren, was waren denn so die 3 Punkte, die so sich verändert haben, die jetzt auch natürlich in dem neuen Buch auch irgendwie aufschlagen? Ja, also Manfred hat es einmal angesprochen, die Schnelllebigkeit, ja, also das schnelle Reagieren auf Anforderungen close to market ist nochmal anspruchsvoller geworden. Es gibt sicherlich ein paar Ausnahmen. Ich habe zurzeit gerade an einem Projekt zu tun, das da absolut die Ausnahme ist. Aber dieser Druck, ganz schnell zu reagieren, der ist schon sehr groß geworden. Und damit natürlich auch technologisch auch Handwerkszeug zu haben, mit der Testautomatisierung relativ schnell zu werden. Ich glaube, die Testautomatisierung hat sich auch sehr stark gewandelt. Ich habe es ein bisschen auch mit manchen Herstellern schon diskutiert, die auch merken, ja, ihre Werkzeuge müssen irgendwie dynamischer werden, ja.
Aber die Testautomatisierung agiert auf hohem Niveau. Jetzt ist einfach die Frage, wie integriert sich das in Continuous Integration? Also ich finde den zweiten großen Punkt neben diesen häufig Close to Market und hohen Zyklen ist auch DevOps-Thematik. Und ich finde, die ist eigentlich total spannend, weil man dort wirklich versucht, Leute zusammenzubringen. Aber für mich ist DevOps, wie gesagt, ein Kulturthema. Ja? Also ich erlebe jetzt unheimlich viele Unternehmen, die haben eine DevOps-Abteilung. Ja? Das ist delegiert. Das ist so, wie ich früher auch immer meine Testabteilung hatte. Ja? Das waren die Qualitätssicherer irgendwo im 17. Stock. Ja, die waren irgendwo weit weg vom Projektgeschehen. Und DevOps ist leider auch jetzt genauso missverstanden. Aber das finde ich ist noch ein großes Thema, das auch Tester sehr stark mit dem Betrieb zu tun kriegen. Ja? Also es war immer auch schon ein Problem, wie kriegen Tester überhaupt mit den Leuten zu tun, die es anwenden. Ja, das ist ja auch so ein Thema gewesen, ist aber ganz gut im Agilen abgedeckt worden. Aber das Thema ist das Betreiben der Software und auch vor allem die nicht funktionalen Aspekte sind inzwischen sehr viel wichtiger geworden für Tester. Ja, also Security ist ja eines der Hotspots in der Qualität, finde ich jedenfalls. Also Richie, ich glaube, du kannst da auch ein Lied von singen bei den Interviews, die du führst, ja. Und da ist auch die Rolle des Testers plötzlich eine andere. Das ist nicht nur unbedingt mehr der Fachbereichversteher, ja, sondern der muss umfassend sehr breit aufgestellt sein. Und dann hast du nur ein paar Nerds, die dann einfach in die Tiefe gehen. Das habe ich so das Gefühl, weil einfach wirklich die Anforderung an den Test ist jetzt sehr spezifisch geworden, ja. Und ich glaube, das sind so Dinge, die wir dann auch in unserem Buch einfach auch mit unserer Rolle, auch mit den Tools gemerkt haben. Da müssen wir drauf reagieren jetzt stärker. Wobei ich will jetzt auch nicht sagen, dass sich alles verändert hätte in den letzten 10 Jahren. Das ist ja das Schöne, dass man sieht, unsere Grundidee hat sich ja auch durchgesetzt, zu sagen, der Tester hat eine Rolle. Richie, du hast ja selber dich mit der Rolle des Testers nochmal sehr intensiv beschäftigt. Ich weiß nicht, ist die so viel anders geworden? Sie ist schon anspruchsvoll, ja. Aber das war sie vorher auch. Ich könnte es jetzt nicht sagen. Also ich glaube wirklich, die hohen Zyklen sind natürlich sehr anspruchsvoll für Tester. Die starke Spezialisierung und überhaupt, wie man so in DevOps mit der Komplexität klarkommt. Ich glaube, das sind so die 3 Dinge, die ich sehe. Aber ich weiß nicht, seht ihr da andere Sachen? Ich weiß nicht. Naja, also ich sehe da auch Ähnliches. Also es hat sich in den letzten Jahren, und wir sehen ja das auch immer, welche Skills, welche Profile werden quasi von uns als Dienstleister hier auch angefordert und angefragt. Da hat sich schon dieser Begriff dieses Technical Testers ein bisschen herausgearbeitet. Also ein Tester, der sich eben auch, der sich auskennt mit API-Schnittstellen und diese Dinge zu testen, der mit den Entwicklern reden kann, gleichsam natürlich auch mit den Fachbereichen. Also oder auch in den DevOps-Szenarien weiß, was sich da tut und zumindest mal punktuell auch Testautomatisierung. Also die technischen Anforderungen sind hier schon gestiegen Richtung den Testingenieurs. Ja, das ist schon auch da so eine Betrachtung, aber das ergibt sich eigentlich ja auch aus dem gesamten Verfahren. Ja, hohe Integration und Gespräche mit Entwicklern, mit den Architekten und so weiter und so fort. Dann gilt es natürlich, ich warte ja jetzt nicht mehr ein halbes Jahr, bis ich einmal eine fertige Applikation habe, die ich dann von der Oberfläche her einfach durchteste, entsprechend meiner Spezifikationen, sondern ich bin unter Umständen gezwungen, so halbfertig Produkte in jedem Sprint zu testen und brauche da halt vielleicht meine Werkzeuge und Tools, um wirklich über Schnittstellen oder über das, was mir der Entwickler bereitstellt, auch zu testen. Ja? Und daher hat sich diese Entwicklung eigentlich schon ein bisschen abgezeichnet und sie ist eigentlich voll da. Das ist eines und was aus meiner Sicht im Moment auch noch nicht so richtig gut funktioniert, ja, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Das ist tatsächlich quasi diese Test- und Testorganisation und Qualitätsorganisation, wenn man sozusagen von den atomaren Projekten hin zu integrierten Systemlandschaften geht. Ja.
Also wenn man schon will, schon in der Skalierung, das ist ja ein bisschen dem Ganzen nachgefolgt, diese Safe-Programme und diese, wir nennen es jetzt diese Value-Streams, die ist dann vielleicht auf Epic-Level. Aber wer tut das dann? Ne? Wie ist das zu organisieren? Und genau genommen, ja, ist ja sowas passiert und ist das immer noch ein bisschen dabei. Das ist sozusagen das V-Modell im agilen Testvorgehen, ja, wo man ja zuerst auch auf der linken Seite hinuntergestoßen ist und sich die agilen Teams da unten in der V-Spitze bewegt haben. Und jetzt kommt man halt auch drauf, na, es ist ja kaum so eine kleine Applikation für sich existent. Es gibt dann immer wieder die Umsysteme, es integrieren sich komplexe Systeme. Und wer sichert jetzt wirklich, jetzt bin ich auf dem aufsteigenden ASTV-Modell, wer sichert jetzt gesamthaft das Funktionieren der Systeme? Ja? Und da gibt es schon auch noch viele sozusagen Diskussionen in Unternehmen, die sich quasi hier auf den agilen Weg begeben haben und dann auf einmal draufkommen, hoppala, da fehlt mir jetzt wieder etwas, ja, was früher vielleicht so ein Testcenter und der Hochkammer zumindest virtuell abgedeckt hat. Ja. Da muss man sich jetzt zusammenraufen und schauen, wie teste ich jetzt quasi, ich sage es jetzt provokant, den aufsteigenden Ast im agilen V. Ja. Da braucht es vielleicht dann noch ein Spin-off, der agile Systemintegrationstest oder so. Genau. Ja, es gibt sogar agile Integrationstestteams, habe ich auch schon erlebt. Ja. Also deren eigentliche Aufgabe eigentlich eine Entwicklungsaufgabe ist, nämlich diese ganzen brutalen, vielen Systeme miteinander zusammenzulöten und dann festzustellen, dass leider doch Masse und vertauscht ist. Und also das kann man natürlich auch agil machen und das braucht dann auch wieder Tester dafür. Genau. Ich meine, du hast das ja, du hast vorher die Rolle des Testers noch angesprochen, Martin, das fand ich auch schon da. Ich merke das auch bei mir, wenn ich schaue, was hat sich in den letzten 10 Jahren geändert. Ne? Also ich merke, dass das Thema der Qualität, agiles Grundprinzip ist ja, jeder ist verantwortlich für Qualität, aber wir wissen auch, wenn jeder verantwortlich ist, ist niemand verantwortlich. Ja, genau. Ne? Schönes Prinzip, danke, ja. Genau, aber ich denke, das ist jetzt schon immer mehr angekommen. Das heißt, für mich ist es, wenn ich in ein Team reinkomme, auch immer zu sehen, wie interagieren die. Ne? Weil der Entwickler macht ja ganz viel auf Qualitätsseite mit Unit-Tests, mit Code-Reviews, mit statische Analyse, mit Pipapo, mit Vorbereitung für Automatisierung oder die Umsetzung. Und da muss das Test-Know-how mit dazu, dass das quasi eins wird. Also dieses Zusammenspiel, dieses Verwachsen dieser zwei Professionen, Tester, der entwickeln kann, ein Entwickler, der testen kann. Also dass man da wieder viel mehr zusammenkommt. Und das Zweite, was für mich ganz stark war, was ich auch versucht habe, in den Bereichen zu adressieren, ist, durch diese ganze Komplexität in dem ganzen Testen, und der Test ist natürlich auch immer so ein bisschen unter Strom und unter Stress, muss was machen, weiß nicht wie viel, wie viel teste ich, was mache ich, wo Automatisierung, dass man, glaube ich, in dem ganzen agilen Kontext auch sehr stark um die persönliche Entwicklung geht. Ne? Wie kriege ich die Leute denn auch mental fit, da diese Dinge zu bewältigen, zu machen und noch immer open-minded, zukunftsoptimistisch, lösungsorientiert da auch ranzugehen, ne? Und nicht da zu sitzen und sagen, oh nee, nicht schon wieder was Neues und noch ein Neues. Also dieser Change-Prozess, ne? Und der trifft die Test natürlich auch. Ich finde, das ist etwas, was noch gutes Augenmerk bedarf, ne? Weil da bleibt auch viel liegen auf dem Weg. Ja. Ja, wobei ich erlebe da bei vielen Testern nach wie vor Neugierde, ja, weil sie es einfach auch über die letzten Jahre so gewohnt sind. Ja, es hat sich dauernd immer irgendwas verändert und du siehst ja auch an deinem Podcast, das Interesse ist groß, ja, einfach zu gucken, was gibt's da Neues und so weiter, will man dran sein. Also ich glaube, die Neugierde, muss ich zumindest sagen, die ich erlebe, ist nach wie vor da, aber es gibt natürlich so latent die Angst, jetzt auch gerade mit ChatGPT beziehungsweise überhaupt AI, werden wir da überflüssig. Ich meine, jetzt als alter Hase würde ich sagen, sicher nicht, weil die Tester waren schon immer überflüssig und sind es dann doch nie gewesen. Sogar Testmanager werden gesucht wie blöde. Ja, würde auch sagen. Das war doch das Erste, was ich abgeschafft hätte. Ja. Aber du merkst, das Management darüber fühlt sich total unwohl und du hast ja Safe auch angesprochen. Die bauen ja ein riesen Framework darüber auf, dass das steuerbar ist, was da passiert, hin zu einem komplexen Produkt. Und also ich glaube, die Rollen verändern sich inhaltlich, ja, und wer neugierig bleibt, und ich glaube, das haben wir in unserem Buch ja auch reingebracht, immer wieder kommt es kleine Impulse, aber grundsätzlich bleibt der Auftrag immer noch derselbe, ja. Es muss gemanagt werden, es hilft alles nichts. Es muss einer nochmal so drüber gehen und sagen, was machen wir hier eigentlich? Du hast vorhin angesprochen, nicht zu sagen, toll, ihr macht tolle Arbeit in den agilen Teams,
Aber am Ende, ja, also letztens hat mich einer angesprochen, wir testen da gerade was, das werdet ihr später bei euch im Test mitverwenden. Und wer zeigt euch eigentlich, dass das, was wir erstellen, ja, also was durch unsere Applikation ins System gebracht wird, bei euch weiterverarbeitet werden kann? Ganz normale Testaufgabe, nur so verteilt über Projekte, dass diesen Link erstmal gar keiner sieht. Ja? Und wahrscheinlich erst nachher beim Zusammenbauen, dass die Systemintegratoren dann wahrscheinlich die Krise kriegen, weil sie dann plötzlich merken, da geht gar nichts mehr. Und genau diese Herausforderung einfach mal anzunehmen und zu sagen, wow, da muss einer drüber gucken, braucht es einen Testmanager, der einfach sagt, Leute, es ist gut, dass wir das hier machen, aber schaut, da drüben gibt es noch die müssen wir zusammenbringen. Und dann hast du oben das Management, sagt, wie weit sind wir? Was haben wir jetzt geschafft, ja? Und die Agilen haben sich ja so Mühe gegeben, aber es ist schön, dass da drüben bei 10 Leuten was geschaffen wurde, aber das Management interessiert am Ende der Gesamtgeschäftsprozess. Und da sind 10, 12 Teams beschäftigt, von denen keiner so genau weiß, ob die aufeinander zurennen, ja? Und da merkst du dann plötzlich, Gesamtqualitätssicherung wird wieder ein Riesenthema. Und schon hast du wieder einen Testmanager und musst dir wieder mit Liza Crispin überlegen, wie managen wir den ganzen Krempel. Nicht, ja? Und das ist spannend, ja, dass so Themen immer wieder hochkommen. Also es gibt schon Konstanten in der Softwareentwicklung, finde ich schon. Aber du hast schon recht, die Techniken und die Anforderungen, die ändern sich schon rasant. Aber ich glaube, solange jemand neugierig bleibt, machen wir da nicht so Sorgen, ja. Ja, das war schöner Dings. Ich würde gerne zum Abschluss noch jeder von euch einmal kurz so, sagen wir, der große Wunsch für Tester in Richtung Agilität. Was gebt ihr dem für einen Tipp mit, wenn so jetzt, der steht vor euch und ihr seid die Lösung? Was würdet ihr dem so mit auf den Weg geben? Einen Tipp, kurz und knackig. Lest das Buch. Das war jetzt gemein. Nein, natürlich auch. Ja. Dann vielleicht noch einen zweiten. Aber Gibt immer noch einen zweiten was ich mir schon noch wünschen würde, ist, dass man auch also 2 Dinge in Wirklichkeit, ja, sich in den Teams wirklich diesem Thema der Qualität sozusagen zu verschreiben und wirklich hier zu schauen, dass die Dinge, das, was man produziert, was geliefert, so gut wie möglich, optimal wie möglich ist. Und dass man sich immer wieder auch auf die auch agilen Testtechniken und das Engineering besinnt. Ja? Also dass es das nicht einfach, okay, ich schaue das, sondern wirklich ganz bewusst auch so Session-Based Testing einfach mal wirklich tut, sich wirklich überlegt, wie ich das aufsetze und mit wem diese Verfahren zu nutzen und das unter Anwendung erlernter Testtechniken, wie wir sie einfach alle kennen. Und sich das immer wieder besinnen, das zu tun. Ich weiß, es ist manchmal gar nicht so einfach. Oft testet man einfach nur so vor sich hin, die Fehler kommen sowieso einhergeflogen. Oft muss man gar nicht viel was machen, sind die Fehler schon da. Aber dass man sich da wirklich schaut, dass man das ingenieurmäßig betreibt, auch im agilen Umfeld. Sehr ja, schön. Ich würde den Leuten eher den Tipp geben, in sich selbstbewusst zu sein als Tester, mit den Techniken, die man kann und aus einer inneren Selbstbewusstsein heraus anderen zu helfen, das zu verstehen. Nicht so belehrend von oben, aber wir müssen das noch testen, sondern die anderen mitzunehmen. Ja? Auch, dass sie zumindest verstehen, was ich da den ganzen Tag tue oder vielleicht sogar selber das von mir mit übernehmen, sich mitreißen lassen. Ich glaube, das ist gerade im Agilen unheimlich wichtig. Ich weiß, es gibt Projektumfelder, da geht sowas nicht, aber das ist dann eher ein grundsätzliches Problem. Aber ich glaube, Selbstbewusstsein und aus diesem tiefen Selbstbewusstsein nach außen sehr verständnisvoll und schon auch erklärend, eher coachend mit den Leuten umgehen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger. Weil der erhobene Zeigefinger kommt immer dann, wenn ich von oben runter gucke, weil ich selber mir nicht so sicher bin, ob ich richtig liege. Ja? Einfach in sich ruhend den Leuten sagen, hey, lass uns doch mal das genauer analysieren. Ich hatte das letzte, Entschuldigung, das ist die Nummer, da wurde eine Prüfung von Fachexperten mit Entwicklern zusammen entwickelt. Ganz tolle Idee, ja, wo einfach so eine Plausi-Prüfung, ja, direkt am lebenden Objekt. Ja, Sie kriegen diesen Antrag, welche Prüfregel kann da verletzt werden, und das haben Sie entwickelt. Und die Prüfregeln wurden einmal auf positiv getestet, also dass die Prüfregel anschlägt. Das ist bei einer Prüfregel, wenn das Fleck J ist, dann ist es falsch, einfach. Aber die Prüfregeln waren im auskodierten Code teilweise
glaube rein von den Zweigen hätte ich da, oder Faden hätte ich da, glaube ich, 17, 18 Pfade gesehen. Und dass man dann einfach die Leute beiseite nimmt und sagt, lass uns mal eine Entscheidungstabelle machen, dann zeige ich dir, was du alles aus dieser Prüfung rausholen kannst. Und da geht schon manchen einfach ein Licht auf und sagen so, wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich hätte einfach geguckt, ob die Prüfung. Und in diesem Sinne einfach die Leute mitnehmen, faszinierend eher dafür zu sagen, wow, nicht so sagen, du musst dann mit Entscheidungstabelle, das ist so, sondern einfach sagen, schau, ich nehme dich mal mit auf eine Reise und schau es dir mal an. Und vielleicht ist es was für dich. Und der eine oder andere reagiert ja dann auch, sagt vielleicht auch, du, was soll ich noch alles machen, aber ist spannend. Ja, super, danke. Ich würde da noch abschließen mit einem kleinen Tipp, nämlich immer auch drauf zu schauen, was bringt es denn eigentlich, was ich da mache. Ne? Wir haben ja, also das Buch strotzt ja auch vor Methoden und es gibt natürlich ganz viele Dinge, die man tun kann in dem ganzen Bereich des agilen Testens, in Testautomatisierung, in all diesen Prüfungsvarianten. Aber auch mal zu schauen, wir können ja nicht alles machen, wirklich zu hinterfragen, ob denn diese Tests, die ich gerade mache, ob denn das wirklich irgendeinen Impact hat oder irgendeinen Mehrwert, der das bringt. Weil das ist so nach meiner Erfahrung leider nicht immer der Fall. Also da darf man auch mal kritisch drauf schauen. Ja, lieber Manfred, lieber Martin, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir wären ja nicht der Podcast, hätten wir nicht auch wieder 3 Exemplare druckfrisch, quasi ganz warm, wie die Morgensemmelbrötchen zur Verlosung hier. Die Infos gibt es in den Shownotes. Ich danke euch herzlich, dass ihr Zeit euch genommen habt hier für den Podcast. Leider konnte Christian nicht dabei sein, da werden wir vielleicht mal nochmal nachlegen, spätestens bei der nächsten Auflage. Dann schauen wir das an. Genau. Und ja, vielen Dank. Ich wünsche euch noch alles Gute und noch eine schöne Weihnachtszeit. Ja, danke euch auch. Und danke, Richie. Ja.